Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Draußen grünt es und blüht es und ich habe ein paar Gräser mit hineingebracht und möchte sie mit meiner Gelatineplatte drucken. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr wunderbar subtile Ergebnisse bekommen könnt und es ist gar nicht schwierig. Also lasst uns starten. Ich nutze heute eine gekaufte Gelatineplatte, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Und hier seht ihr nochmal meine Pflanzen, die ich alle mitgebracht habe. Einen Strauß von Gräsern, einige Blüten und Blätter. Ich nutze Acrylfarben von verschiedenen Herstellern und das kann man auch ganz gut mischen. Außerdem brauche ich eine Gummiwalze. Etwas Küchenrolle, Wasser und eventuell feuchte Babytücher kommen auch noch hinzu. Bevor das eigentliche Drucken losgeht, arrangiere ich meine Gräser probeweise auf der Oberfläche. Heute ist ein warmer Tag und ich muss später recht schnell arbeiten, damit mir die Farbe nicht auf der Platte trocknet. Ich denke, ich lasse es einfach. Nun trage ich dunkle Farbtöne mit der Walze auf die Oberfläche. Dazu brauche ich nur wenig Farbe, der Auftrag soll ganz dünn sein. Hier wähle ich zwei verschiedene Töne, die ich mit der Walze ineinander arbeite. Das macht die Farbe lebendiger. Meine Gummiwalze reinige ich, indem ich die restliche Farbe auf einem Papier abrolle. Die Blüten und Blätter kommen darauf. Mit einem sauberen Blatt Kopierpapier, ich nehme hier einfaches Druckerpapier, nehme ich den ersten Abdruck ab. Das ist der Negativabdruck. Ich muss vorsichtig, aber gründlich mit den Händen andrücken, möchte alle Farbe, die zwischen den Stängeln und Blüten ist, mit diesem Druck von der Platte entfernen. Hätte ich jetzt eine selbstgemachte weiche Gelatineplatte, würden die harten Stängel und Blütenteile sich in die Platte eindrücken und diese zerstören. Das passiert bei der gekauften nicht so leicht. Der erste Abdruck ist relativ grob. Er dient mir erst einmal dazu, die Farbe, die zwischen den Stängeln ist, von der Platte abzunehmen. Doch schaut mal, wie subtil und zart diese Strukturen unter den Blüten hier auf der Platte zu sehen sind. Weil bei diesem warmen Wetter die Farbe sehr schnell trocknet und dadurch der Druck gefährdet ist, trockne ich ihn erst einmal komplett und dann wende ich einen Trick an. Ich fächle ein bisschen Luft darüber, damit es besser trocknet. Nun trage ich eine sehr, sehr dünne Schicht helle Farbe, hier nehme ich Weiß, vorsichtig mit meiner Walze auf. Ups,
da ist mein Kopf natürlich wieder dazwischen. Wenn du zu viel Farbe hast, rolle die Walze zwischendurch auf einem Papier ab, dann wieder über die Platte, solange bis der Farbauftrag transparent ist. Wieder ein sauberes Blatt und nun bin ich gespannt. Das Ganze reibe ich jetzt mit der Hand gut an und es darf auch eine ganze Weile darauf liegen bleiben, damit die Farbe sich gut übertragen kann. Wie wunderbar zart! Das ist ja schön. Lust auf ein paar Variationen? Hier kommen sie. Zunächst mal wieder ein dunkler Farbauftrag. Hier nehme ich einfach das erste Blatt von der Rückseite, um den Negativdruck zu machen. Mal sehen, später werde ich diese Negativdrucke vielleicht noch verwenden. Nach dem Trocknen trage ich dann statt weiß diesmal gelbe Farbe auf. Mal sehen, wie das aussieht. So bekommt der Druck einen farbigen Hintergrund. Meine Platte mache ich mit einem feuchten Babytuch oder Papiertuch wieder sauber und dann kann es weitergehen. Hier mache ich noch einen kleinen Abdruck mit einem runden Deckelrand. Da werde ich auch später noch weiterarbeiten, doch heute geht es mir um dieses positive Druckbild. Ja, hier seht ihr, dass beim Abnehmen Teile der Gräser dann an der Platte kleben bleiben. Die muss man ganz vorsichtig abnehmen. Die Jellyplate, also die gekauften Gelatineplatten, sind nicht ganz so empfindlich. Bei den selbstgemachten natürlich auf keinen Fall mit spitzen Gegenständen arbeiten. Sobald die Farbe trocken ist, kann ich dieses sehr subtile Druckbild abnehmen. Und das mache ich diesmal mit einem transparenten Magenta.
Hier denke ich, werde ich später noch weitermachen. Das Magenta war etwas zu dunkel als Hintergrund. Die Gräser kommen nicht so gut heraus, sie sind zu zart. Was ihr hier nicht sehen könnt, ich drucke hier auf einem der ersten Negativdrucke und so kommen also 2 Negativdrucke übereinander. Auch das werde ich später noch weiter bearbeiten, allerdings nicht in diesem Video. Wow, das gefällt mir besonders gut. Gefällt es euch auch? Das war Teil 1. Um zu sehen, wie es weitergeht, klicke einfach auf den Link im Abspann oder in der Beschreibung. Bis dahin, tschüss!